Servus Leute, wir haben hier eine Lova Schuhtasche für die Skischuhe. Die sind beheizbar auf 12 Volt und auf 220 Volt. Die 220 Volt funktionieren nicht mehr. Da machen wir das Ganze mal. Tun wir die Heizmatte rausnehmen. Das ist dann die da. Dann muss man die Kabel rausziehen hier. So. Die Kabel raus. Dann können wir sie schon herausnehmen. Wie zu sehen ist, und das habe ich schon ein bisschen abgeschnitten, damit man es besser sieht, haben wir schon einige Stellen, die schon leicht angebrannt sind. Und hier ist eben komplett durchgebrannt. Und da haben wir jetzt die 220 Volt Leitung und das ist die 12 Volt Leitung. Die 12 Volt funktioniert noch, die 220 nicht. Da ist es richtig schön durchgebrannt. Ihr könnt das natürlich anlöten, aber davon würde ich eher stark abraten, denn es gibt schon genug Leute, die durch solche Heizmatten schon abgebrannt sind. In den Holzhütten, da wo sie übernachten, wo sie halt Skifahren. Deswegen habe ich eine neue Heizmatte bestellt. Habe ich bestellt bei spotolino.de. Werde ich euch auf jeden Fall auch in der Beschreibung noch verlinken. Das Ganze hat mir jetzt gekostet nach Österreich 45,90. Da ist sie schon, die gute. Ist eine Universalmatte. Das heißt, sie kommt schon bereits mit diesen Klettverschlüsse, dass ihr eben in die Tasche gleich direkt ankleben könnt. Bei dieser Tasche funktioniert das Ganze nicht, weil sie hat so eigene Verschlüsse. Das heißt, ihr müsst sie mal rausnehmen aus dem. Und da ist jetzt der 12 Volt Anschluss und der 220 Volt Anschluss. Von der Größe her ist sie etwas, also genauso breit, nur eben umso viel länger. Jetzt verlegen wir es einmal. So, wieder derselbe Weg hinein. So. Und da durchs Loch. Hier heraus. Durchziehen wir die Kabel. So. So. Hier hinein, runtergehen. Andere Seite auch. Das ist schon der Ausgang. Hier jetzt alles schön verschließen und wir haben eine frische neue Matte da drin und da kann man sich bedenkenlos schlafen legen. Gut Leute, ich hoffe, das Video bringt euch weiter. Nehmt euch die Warnung zu Herzen, repariert solche Sachen nicht, tauscht sie aus. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr Fragen habt, fragt ruhig, ich werde versuchen, eure Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. Und ja, viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten. Baba.